Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute was ganz Besonderes, ich darf mal wieder mitfliegen in der Jak 52. Und das darf ich bei meinem ehemaligen Fluglehrer, dem Jürgen. Der Jürgen stellt mal kurz die Maschine vor, woher sie kommt, wie alt sie ist, was zu dem Motor zu sagen. Ja, das sind wir gespannt. Jürgen, woher kommt die Maschine, wie alt ist sie, warum hast du sie? Ja, fangen wir mit letzter Frage an. Warum haben wir sie? Ich habe sie nicht alleine, sondern zu dritt in der Haltergemeinschaft mit zwei anderen Kollegen, die auch letztendlich ein bisschen affin dieser Warbird-Szene sind. Das ist ja kein Warbird, aber es ist, sagen wir mal, so ein Militärtrainer, ein ehemaliger. Aber das ist das, was man sich als Normalverdiener halbwegs noch leisten kann. So eine Jak 52. Die Jak 52 ist ein russischer Militärtrainer, wurde so in Ende der 70er Jahre entwickelt, ursprünglich aus einer einsitzigen Jak 50 heraus. Das war ein Kunstflugzeug. Und dieses wurde dann, wie gesagt, als zweisitziges Flugzeug gebaut, aber nicht so, wie sie hier steht. Das ist nämlich ein Umbau, erkläre ich gleich noch ein bisschen was. Normalerweise hat die Jak ein Dreibeinfahrwerk, das heißt steht so, wie man es von modernen Flugzeugen auch kennt. Und war dann viele Jahre im Rahmen der DOSAAF eingesetzt. Das ist eine vormilitärische Ausbildung der Sowjetunion gewesen und ist in vielen Ostblockstaaten als Standard-Militärtrainer geflogen. Die Schüler... So kurz zur DOSAAF, da gab es auch ein Pendant in der DDR, nicht wahr? Oder? Ja gut, die Gesellschaft für Sport und Technik. Ja, genau, okay. Also es ist vergleichbar der Gesellschaft für Sport und Technik. Es ist also noch quasi vor Militär. Ja? Aber die junge Leute haben darauf fliegen gelernt und sind dann gleich zum Militär und sind gleich auf Strahltrainer umgeschult worden. Und aus diesem Grunde ist hier auch die Bedienung von dem Flugzeug innen drin ein bisschen, man hat schon Instrumente, wie man sie hinterher auch in späteren Strahltrainer dann einfach hatte hier. Also zum Beispiel, ja, für die Flieger unter euch, es gibt ja Drehzahl und Ladedruck bei Verstellpropeller und die Drehzahl zum Beispiel ist hier nicht in absoluter Drehzahl angegeben, sondern eben in Prozent, wie bei einer Turbine auch Prozentleistung. Das Flugzeug selber ist Baujahr 90, ist also noch relativ neu, hat auch nur 480 Stunden bis jetzt. War eine der letzten Jaks, die gebaut wurden, ist eine recht späte Baunummer, wurde dann nach 170 Stunden aus dem aktiven Dienst genommen, nach einem Jahr. Sollte ursprünglich mal in die Schrottpresse wandern und wurde dann eingemottet und dann hat die Firma Thermicas dieses Flugzeug circa 11 Jahre später aufgekauft. 2002 wurde es dann in Litauen quasi grundüberholt, nach 170 Stunden Grundüberholung, ja. Und so lackiert, wie sie jetzt ist, also der Lack ist jetzt seit 2002 auf dem Flieger drauf und wurde dann in Deutschland verkauft. Und in Deutschland ist er einige Jahre geflogen worden und von dem Vorbesitzer, von dem wir sie gekauft haben, der hat sie dann auch letztendlich umbauen lassen bei Thermicas in Litauen zu einer Jak TD. TD heißt Taildragger. Also man hat jetzt hier eine ganz andere Fahrwerkskonstruktion, sieht man vielleicht im Video so ein bisschen. Die normale Jak zieht die Räder nach vorne ein und das Bugrad so nach hinten. Dann liegen die 3 Räder in einer Reihe quasi unterm Rumpf. Und bei diesem Flugzeug ist es halt so, die Räder werden vollkommen eingezogen, verschwinden im Rumpf und wir haben hinten das Spornrad. Dadurch ist das Flugzeug aerodynamisch etwas hochwertiger als die normale Jak und ist geringfügig schneller, aber es macht kaum was aus. Aber es ist aerodynamisch einfach ein bisschen günstiger. Genau, weil du machst nämlich Kunstflug damit. Ja, das machen wir auch. Ab und an, nicht profimäßig, ein bisschen amateurmäßig, aber dafür ist es eben sehr, sehr gut geeignet, dieses Flugzeug, um auch Kunstflug zu machen. Ja. Weil das zugelassen für plus 7G, minus 5G. Und das reicht allemal für den normalen Kunstflug, den wir so machen, eben aus. Und was gibt's noch zu sagen? Das Flugzeug hat einen Sternmotor, 9-Zylinder Sternmotor mit 10,5 Liter Hubvolumen, ein M14P. Der hat normalerweise 350 PS, aber dieser Motor ist etwas leistungsgesteigert. Er hat 400 PS. Es gibt ihn noch mit einer stärkeren Laderuntersetzung, aber das macht dann weniger Sinn. Also ich glaube 400, 420, 430 PS. Aber wir haben die 400 PS Version mit einem 3-Blatt Mühlbauer Propeller. Der Originalpropeller der Jak ist nur ein 2-Blatt-Propeller, aber hier haben wir einen 3-Blatt-Propeller drauf, der ein besseres, der setzt die Leistung des Motors einfach in mehr Schub um, hat also mehr Schub als der Originalpropeller. Okay. Gut, was kann man sonst zur Jak noch sagen? Im Endeffekt ist es an und für sich ein recht gutmütig zu fliegendes Flugzeug, sehr schöne Ruderabstimmung, hat also eine Ruderabstimmung fast wie ein Segelflugzeug und ist vom Handling in der Luft eigentlich relativ einfach zu fliegen. Durch den Umbau jetzt auf Spornrad ist er halt ein bisschen beim Handling am Boden, vor allem für Start und Landung, ist er halt etwas kritischer in der Fliegerei. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Okay, ich denke, eine häufige Frage wäre auch noch, was verbraucht die Maschine so? Ja, kommt drauf an. Im normalen Reiseflug, sagen wir mal so um die 48 bis 55 Liter, je nachdem, wie zügig man es angehen lässt.
Im Kunstflug können es dann auch mal bis zu 80 Liter die Stunde sein. Wir können sagen, im gemischten Betrieb brauchen wir so zwischen 55 und 60 Liter in der Stunde etwa. Bei welchen Geschwindigkeiten? Die Reisegeschwindigkeit beträgt ungefähr so 260, 270 Kilometer. Das ist so eine normale Reisegeschwindigkeit. Man kann noch ein bisschen die Leistung reduzieren, dann macht sie so 250. Maximale Reise, dann ist aber das Gas relativ weit vorne, so um die 300, 310. Maximal zulässige Geschwindigkeit sind hier bei dem Flugzeug 450 km/h. Aber das erreicht man nur im steilen Bahnneigungsflug. Also das ist unrealistisch. Ich bin auch noch nie so schnell mit dem Flugzeug geflogen hier. Okay, Jürgen, vielen Dank für die kurze Präsentation von der Jagd. Gerne. Und vielen Dank, dass ich mitfliegen darf. Und Kein da Thema. geht es jetzt nach Bensheim, da ist heute Flugtag. Viel Spaß beim Flug. Ach, jetzt hängt er wieder. Lima Yankee, November X Charlie, good morning. Lima Yankee, November X Charlie, Wormsdorf, guten Morgen. Lima Yankee, November X Charlie, zwei Personen an Bord von Halle 7 nach Bensheim, rollen zur 24. Lima X Charlie, Roger. So, dann werden wir fertig. Okay. Lima Yankee, November X Charlie, wir folgen und starten, sobald die Bahn frei ist. Lima X Charlie, guten Flug.
232,375 Grad. Positiv. Time info, Lima Yankee, November X-Ray Charlie. X-Ray Charlie, Ben time. Lima Yankee, November Charlie, Jagd 52 aus Worms, jetzt 2 Minuten pünktlich zur Landung. November Charlie, wir haben keinen gemeldeten Verkehr in der Platzrunde, die Landerichtung ist die 1-4. Yankee, November Charlie, Landerichtung 1-4. Haben Sie eine Motorplatzrunde eingezeichnet oder nur eine Segelflugplatzrunde? Die haben jeweils Segelflugplatzrunden, aber die ist ganz normaler linker Gegenanzug, ne? Ja, alles klar. Biak aus Worms, gib uns bitte nochmal dein Kennzeichen. Das ist Lima Yankee, November X-Ray Charlie. Sollen wir dann nochmal einen Überflug machen in Richtung 1-4? Können wir machen.
Querflug 14. Extra Charlie in Sicht, Abflug fortsetzen. Willkommen bei unserem Flugzeug. Extra Charlie gleich rechts raufrollen und rechts vom Emil bitte parken, da steht ein Einweiser. Bleib bei Nacker. So, wir sind auf dem Segelflugplatz in Bensheim gelandet. Ja, ein Segelflugplatz. Und heute durften wir auch nur hier hin, weil heute ein Flugtag stattfindet mit Sondergenehmigung für viele Motorflugzeuge. Denn außer unserer Jagd 52 sind hier auch viele andere besondere Flugzeuge zu sehen. Schauen wir uns die doch mal an. Also wie gesagt, die Pedalen könnte man sogar vorstellen. Ja. Naja, gut. Und was du hier bei dem Apparat hast, Gashebel, dann hast du hier Intercom, da ist Funk, Propellerverstellung. Das ist der Brandhahn im Prinzip. Die hat ja kein Mixture, sondern der hat eine... Nee, haben sie von Deutschen abgeguckt. Der hat so eine Höhenkorrektur, eine automatische. Ja, also echt gut gemacht, ja. Da haben wir hier so ein Ölabsperrventil, damit nicht unten alles im Zylinder zusammenläuft. Wobei das kannst du eh nicht ganz verhindern hier, ja. Naja, und da sind dann die ganzen Shutter für vorne Kühlung und das andere ist der Ölkühler. Den kannst du ja auch auf und zu machen. Separat nochmal, ja. Du musst auch wirklich hier danach, also nach den ganzen Temperaturen, du hast hier die Zylinderkopftemperatur und hast hier die Öltemperatur. Danach musst du schon versuchen, ständig am Nachregulieren. Ja. Sagen wir mal so, bis auf das Dyno und Avionics ist eigentlich alles noch original in den Flieger drin. Ja, mit Gewichten ist die ausgeglichen. Die kannst du wie ein Segelflugzeug bewegen. Ja. Also fliegerisch ist das Ding sowas von simpel. Die darfst du halt nur nicht, weil die ist giftig. Ne? Also du kannst, wenn du damit trudelst, dann trudelt die. Ne? Die geht auch nicht von alleine raus. Hört nicht auf, sondern die hört nicht auf. Aktiv drücken und dagegen. Du musst, zumindest also im Seitenruder, Gegenseitenruder Drehbewegung beenden und dann, drücken. Was heißt, du musst nachlassen. Nachlassen. Das Übliche. Ja, klar. Sicher. Ja, Rückweg dann, das war dann wieder Amsterdam, dann wieder die Firma und dann kann man weiter. Und jetzt kommt es. Ah, da haben auch die Leute was davon. Moment.